Guten Morgen, ihr Lieben. Wir stehen hier noch in Salina. Wir hatten ja hier einmal zwischengeparkt auf dem Weg zum Grand Canyon. Getankt ist auch, der LKW ist gecheckt. Unser Peter, da hinten steht er läuft auch schon. Das heißt, wir gehen jetzt Richtung LKW, werden einsteigen. Und dann fahren wir auch das letzte Stück, was wir hier in Amerika angefangen haben, mit unserem historischen LKW Richtung Grand Canyon. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, wenn wir ankommen, wird es auch etwas heller sein. Also da wird es mit Sicherheit heller sein. Und dann werden wir hoffentlich vom Grand Canyon auch was sehen. Also, ab in den LKW. Epler Group America. Excellence in delivery. So, auf geht's. Bremse ist gezogen, Licht schalten wir an. Gang ist drin und dann kann es auch losgehen. Dann bringen wir jetzt die zweite Folge Epler in Amerika zu Ende. Wir fahren Richtung Grand Canyon. Bin ich sehr gespannt, mal schauen. War ich noch nie da. Bin ich auch noch nie hingefahren. Also auch für mich eine absolute Premiere. Und wenn wir da ankommen, wie gesagt, dann wird es mit Sicherheit auch taghell sein. Dann werden wir vom Grand Canyon hoffentlich auch was sehen. Mal schauen, wo wir da parken können. Ja, und in der letzten Folge, oder beziehungsweise in der ersten Folge überhaupt, da kam der Hinweis auch zu der Motorbremse. Sie ist jetzt ausgeschaltet, also ich habe das dankend zur Kenntnis genommen. Das war schon wirklich ein sehr netter Hinweis, also vielen Dank dafür. Ich habe das auch überhaupt nicht übel genommen, also gar nicht. Ich habe das gemerkt, selbst im Kommentar so ein bisschen verstrickt. Man ist gedanklich natürlich auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, in Deutschland gewesen, gerade was diese Motorbremse da anbelangt. Also von daher vielen Dank für den Hinweis. Das kann ja die Touren hier nur verbessern oder ich versuche das dann entsprechend auch zu verbessern und umzusetzen. Insofern ist das für mich absolute positive Kritik. Was aber auch heißt, wenn euch irgendwas auffällt oder jemand klar hier schon mal in Amerika war, selbst in Amerika fährt, schreibt das wie gesagt gerne in die Kommentare rein. Also da bin ich wirklich dankbar für, weil nur so kann auch ich mich verbessern, kann hier mein Roadway entsprechend anpassen, realistischer werden, was ja auch so ein bisschen Ziel des Ganzen ist. Ansonsten werden wir auch mal schauen, was unterwegs so passiert. Ich hoffe nicht allzu viel. Es gibt ein paar interessante Sachen, was unser Eptic anbelangt, also unser Epler Innovation Tech Center, was wir ja zusammen mit Jo Berger betreiben. Da werden wir demnächst in die Entwicklung für den Agrarsektor gehen. Das heißt, wir werden für die Harvester bzw. für das Zusammenspiel zwischen Harvester und LKW, also in dem dann abgeholt wird,
Da werden wir dann gemeinsam in die Entwicklung gehen. Mal schauen, was sich da technologisch machen lässt. Auf jeden Fall ein spannendes Feld. Und das ist dann so der erste Start, den wir mit dem Aptik da auch vollziehen. Na? Oder war das nur für links? Zu unserem Peter brauche ich wohl nicht mehr allzu viel zu sagen. Das habe ich ja schon in der ersten Folge gemacht, unserem historischen Fahrzeug hier. Der wird danach auch erstmal wieder in die Werkstatt gehen, beziehungsweise wird einfach wieder abgestellt, wird eingemottet, bis wir ihn dann irgendwann wieder rausholen zu irgendeiner Tour, die wir mit ihm mit Sicherheit nochmal fahren werden. Aber die nächsten Folgen, die werden dann auch mit unseren Standard-LKWs, mit unseren Volvos gefahren. Und der liebe Peter hier, der kommt dann so ab und zu zum Einsatz, wenn es mal Spezialtouren gibt oder wenn wir mal irgendwie was Besonderes fahren, dann werden wir ihn auch wieder rausholen. Ja, hier müssen wir hoch. Alles klar. Ja, ansonsten wird es auch für mich erstmal nach der Tour hier, wenn die gefahren ist, wieder zurück nach Deutschland gehen. Ich werde noch einmal unser Headquarter besuchen in Wichita und werde bei den Kollegen noch mal vorbeischauen, ob da alles soweit läuft. Ich denke ja, also eingelebt haben sie sich alle, die Abteilung laufen. Und dann wird es für mich auch erstmal wieder Retour gehen und dann, ja, mal schauen. Dann geht es erstmal wieder nach Frankfurt. Zurück in die Zentrale. Da werden wir dann einiges auch ein bisschen zu planen haben. Gibt ja auch in Deutschland durchaus Touren, die wir da jetzt ja, spannenderweise übernehmen können und die wir auch übernehmen werden. Dazu werde ich euch dann was erzählen, wenn es dann wieder soweit ist, also wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Wir haben da noch einen Lieferanten aufgetan im Lebensmittelbereich, im Lebensmittelsektor. Ja, da stehen wir so kurz vor der Entscheidung, ob wir für den fahren dürfen. Ich betone jetzt extra mal dürfen. Er hat da ja mit einem anderen Unternehmen ein paar Probleme.
Und da hat er bei uns angefragt, ob wir da eventuell seine Standardtouren übernehmen können. Das werden wir uns einmal anschauen. Werden da in die Gespräche gehen und ich denke mal, das sollte eigentlich für uns kein Thema sein. Das können wir gut abbilden. Es geht in der Hauptsache um Kühlware. Aber dazu erzähle ich euch dann was, wenn wir wieder in Deutschland sind und wenn wir dann mit unserer Apple Freshness die Touren fahren. Ansonsten haben wir hier echt traumhaftes Wetter und eine traumhafte Landschaft. Ich bin hier, wie gesagt, selbst noch gar nicht gefahren. Auch für mich eine absolute Premiere. Ich fahre die Strecke auch zum ersten Mal. Aber das werden wir hinbekommen. Peter schnurrt wie eine Nähmaschine. Der wird ja auch gehegt und gepflegt von dem Personal. Das ist auch ein bisschen so unser Schatz, den wir dann hier... Ja, da hat jeder ein Auge drauf, ne? Also... Ich ganz besonders, weil ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn fahren darf. Allein der Sound, absolut super, ne? Die Strecke hier, das wäre auch was für jeden Motorradfahrer, ne? Also eine Kurve nach der anderen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht allzu viel Neues zu erzählen. Wie gesagt, die Kollegen haben sich eingelebt. Der Umzug in das Hauptquartier hat wunderbar funktioniert. Und jetzt werden wir mal schauen, was wir an Touren hier oben so oder beziehungsweise überhaupt in Amerika so an Touren fahren können. Wie weit wir das Gebiet noch ausbauen können. Und dann schauen wir mal. Für uns ist ja eher so interessant die Ost-West-Achse und der Süden.
Das sind die Gebiete, die wir hier hauptsächlich bedienen werden. Angefangen über ganz normal die Lebensmittellogistik und dann auch über Technik. Und da werden wir mal gucken, was die Dispo demnächst hier so auftut, was wir da fahren können. Und natürlich auch, klar, in Zusammenarbeit mit Jo Berger. Beziehungsweise mit der Jo Berger Group. Da werden wir mit Sicherheit die eine oder andere Tour auch als Übergabetouren fahren können. Da müssen wir mal gucken, wie sich das auch das entwickelt. Aber das bekommen wir alles hin. Die Gespräche dazu laufen. Alles absolut positiv und entspannt bis jetzt. Ich bin da echt guter Dinge. Genau, ansonsten würde ich sagen, genießt einfach mal die Tour. Ich mache das nämlich auch, weil man kann ja immer ewig viel sabbeln. Aber wenn es auch irgendwie nicht viel oder Großartiges zu erzählen gibt, gut, dann halte ich auch meine Schnute. Und da kann man das Ganze ja auch mal so ein bisschen in der Reiseroute hier genießen. Also, die das genießen möchten, das steht natürlich jedem frei. Aber ich freue mich auch über jeden, der mir hier folgt, auch mir natürlich hier im ATS folgt. Deswegen herzliche Grüße an meine Abonnenten. So, und hier haben wir doch schon wieder so ein Paradebeispiel. Das heißt, jetzt gucken wir mal, wer sich hier irgendwie, wir stimmen uns ab. Na, wer traut sich? Keiner? Okay, komm. Oder er traut sich. Und er auch. Wer zuerst kommt, der mal zuerst. Also auch hier gerne mal einen Kommentar absetzen, wie das hier an dieser Kreuzung jetzt ist. Alle 4 Zufahrtsstraßen hatten ja ein Stoppschild. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, korrigiert mich da gerne. Dann ist das tatsächlich so die Nummer, ähnlich wie bei uns rechts vor links, aber halt hier in Absprache. Wer zuerst ankommt, fährt auch zuerst. Oder man spricht sich halt an der Kreuzung, weiß ich nicht, Hände, Füße, Augenkontakt ab. So wie gerade. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare, wer sich da auskennt. Nehme ich sehr gerne mit.
jeden Fall insgesamt eine sehr, sehr kurvenreiche Strecke zum Grand Canyon hin. Macht aber auch Spaß zum Fahren, gar keine Frage. Aber man konzentriert sich natürlich auch, ne? Vor allem wenn man die Strecke noch nie gefahren ist. Was kommt hinter der nächsten Kurve? So, und irgendwas verursacht auch hier irgendwelche Mikroruckler, fällt mir die ganze Zeit schon auf. Ich habe noch keine Idee, was das sein könnte. Weil eigentlich fahre ich hier komplett auf der Vanilla-Karte, also ich habe hier keine irgendwelchen anderen Kartenmods installiert oder irgendwelche Zusatzkarten. Das ist eigentlich komplett die Vanilla-Karte und trotzdem hat es hier echt ganz schöne Mikroruckler. Mal schauen. Nochmal eruieren, woran das liegen kann. Oder das ist diese No-Pop-Up-Mod. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Also, ich habe die Mod jetzt nachträglich nochmal installiert. Mir ist das nämlich, ich habe die Folge hier schon mal aufgenommen und habe da aber leider vergessen, diese No-Pop-Up-Mod zu installieren und das war ja, oh mein Gott, also das war ja hochgradig nervig mit den ganzen Einblendungen. Gefühlt alle 30 Sekunden irgendeinen Hinweis brauche ich gar nicht, also total nervig. Aber das kann vielleicht auch sein, dass das an dieser Mod da liegt. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass wir da ohne einen Absturz oder sondersgleichen da irgendwie jetzt auch gut zum Grand Canyon kommen. Na? Woran ist das denn jetzt gescheitert? Ja, sorry about für die hinter mir. Ich kann es gerade nicht ändern.
Das ist ja fast wie bei uns zu Hause. Unglaublich. So, komm. Feuer frei. Wieso fährt der denn nicht? Junge, 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 was hast du denn für ein Problem? Also ich bin ja fast geneigt, dass wir an dem da irgendwie... So, das ist auch so ein bisschen nervig bei STS, ne? Wenn dann da vorne irgendwie was mit der KI rumspackt, dann stehst du ja hier echt ewig, ne? So, pass mal auf, Freunde, wenn der jetzt nicht fährt, was er nicht tut, wir machen jetzt hier einen englischen. Weil irgendwas hat er da ja, ne? So, also, wir verlassen mal kurz das reale Roleplay und machen jetzt mal was wir hier eigentlich nicht dürfen, aber sonst stehen wir ja hier in 3 Tagen noch. So, keine Ahnung, warum der jetzt nicht abgebogen ist. Aber irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Da hat die KI ja tatsächlich stellenweise echt noch Probleme. Das ist aber ja nicht nur im ATS hier so, das ist ja im ETS ähnlich. Da gibt es ja durchaus manchmal kuriose Szenen. Da müssen wir einfach mal kurz den Realismus ein bisschen verlassen und dann auch sowas machen wie gerade. Also sonst macht das ja gar keinen Spaß, ne?
Oh, was haben wir da? Unfall? Jo. Das ist ja auch genial, mitten in der Kurve, ne? Nice. Na, wenn das mal nicht schon Ausläufer vom Grand Canyon sind. Also wer eine Idee hat, welcher Staudamm das hier ist, wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt komplett. Aber ich habe gerade absolut keine Idee. Tatsächlich nicht. Wahrscheinlich stand es auch auf irgendeinem Schild, ich habe es nicht gelesen. Page, wir sind in Seite, okay. Na, Wiederchen. Willst doch nicht schlapp machen jetzt, oder? Schaffst du. Also landschaftlich absolut traumhaft, ne? Gefällt mir total. Zwar ein bisschen karg, aber das hat was.
Ja, Grand Canyon, also, wir sind in der Nähe. Das heißt, wir haben unser Ziel so gut wie erreicht. Dann fahren wir jetzt mal zu einem Aussichtspunkt oder beziehungsweise zu einem Parkplatz. Mal gucken, ob es da sowas gibt. Und dann werden wir uns mal den Grand Canyon anschauen. Spannende Fahrt, spannende Tour, hat mir gefallen. Wetter blieb stabil. Gut, aber das ist ja jetzt hier auch kein Wunder, ne? Also, wenn es hier jetzt geregnet hätte, hätte mich das schon sehr gewundert. Okay. Alles klar. Ja, wir nehmen mal besser da, wo frei ist. Der steht mir schon zu lang da links. Man fährt. So, was haben wir hier jetzt? Hey, Sir. Ein erwachsener Grand Canyon. Thank you. Do not feed wildlife. Nein, das haben wir nicht vor. Also wir werden keine Wildtiere füttern, aber ich werde mal schauen. Hier rechts, das sieht nach irgendwie einem Parkplatz aus. Was steht hier? Ah, okay. Berechtigte Fahrzeuge. Ja, ich würde mal sagen, wir sind jetzt mal berechtigt. Wir parken hier. Und dann laufe ich mal vor, weil ich bin der Meinung, dass da vorne nämlich die Plattform ist, beziehungsweise so ein... Achso, nee, das geht gar nicht. Danke. Aha.
Okay, wir waren doch nicht berechtigt. Alles gut. Also einmal zurück. Schade aber auch. Ja, das kommt davon, wenn man die ganzen Dinger da ausschaltet. Selbst dran schuld, Schuld eigene. Hätte ja funktionieren können. Gut, dann funktioniert es halt nicht. Dann war das schon richtig, dass wir nicht... Was macht er hier? Aber ich meine, da vorne ist irgendwo... dieser Rundweg, also wo man da in Richtung Grand Canyon auch tatsächlich gehen kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine ja. Na gut, wir fahren hier erst nochmal ein Stück rum. Was der? Ja, sag ich doch, genau. Das meinte ich, aber bei meinem Glück hier geht das auch rechts rum wieder nicht. Das glaube ich nicht. Nee, pass mal auf, wir fahren hier nochmal einmal um Pudding. Ich habe so das ganz blöde Gefühl, dass es da auch gleich wieder Klatsch macht. So, pass mal auf. Wir nutzen diesen Parkplatz. Das ist zwar nur für PKW, das ist mir jetzt aber gerade egal. Wir stellen uns jetzt hier hin. Und dann werden wir uns mal einmal den Grand Canyon angucken. Also, bis gleich. So, dann schauen wir mal, wo es hier lang geht. Freunde, ist das ein Blick, oder? Wahnsinn, oder? Hammer. Wir gehen jetzt mal ein Stück davor. Da wo die alle hier hübsch ihre Selfies machen, da gehe ich mal von aus, dass wir hier auch ein bisschen mehr sehen. Ja. Ihr seht gut aus. Park Ranger ist auch da. Alter Schwede, was ein Blick. So, also herzlich willkommen am Grand Canyon. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir hierher gefolgt seid. Dass ihr mit auf der Tour wart. Ich lasse das Ganze jetzt auch hier beenden.
Ich werde meine Fracht noch weiterfahren Richtung Flagstaff. Das ist ja das eigentliche Ziel gewesen oder das ist überhaupt das Ziel. Da werde ich euch jetzt aber nicht mehr mitnehmen. Das dauert noch eine kleine Sekunde, bis wir dann schlussendlich da sind. Ich werde mir jetzt hier noch ein bisschen die Füße vertreten. Danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch was. Genießt noch ganz kurz den Blick hier auf den Grand Canyon. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Tourfolgen hier aus Amerika mit der Epler Group. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüss.